Hallo zusammen, ich habe für euch heute was vorbereitet. Heute geht es um das Thema Anlasser. Jeder kennt es, jeder hat schon mal Probleme damit gehabt und heute möchte ich euch den Anlasser zerlegen und mal zeigen, was da so passieren kann und was es da so für Fehlerbilder gibt. Los geht's. Wir zerlegen heute den Anlasser zusammen und da zeige ich euch ein paar wichtige Sachen zu dem Ganzen. So sieht ein Anlasser aus. Das ist zum Beispiel aus einem Ford raus. Valeo beliefert mehrere Anlasser, nicht nur Ford, es sind auch viele andere Hersteller. Ganz wichtig, wir sehen, der Anlasser hat hier oben 3 Anschlüsse. Das ist das Dauerplus, was anliegt. Und der Magnetschalter schaltet, sobald wir hier das Startsignal geben, also Klemme 50, den Zündschalter umdrehen, auf die Startposition, zieht der Magnetschalter an und gibt die Spannung weiter über diesen Kontakt in den Kohlenbürstenhalter. Hier vorne sehen wir den Schraubschubanlasser. Warum Schraubschubanlasser? Weil er sich dreht und nach vorne herauskommt. Ich zeige euch das nachher, wenn ich das zerlegt habe, wie das Ganze funktioniert und werde dann mal als erstes mal den Anlasser zerlegen. Ich fange meistens oben an, bevor ich ihn zerlege. Es gibt Prüfmethoden, wie man den Anlasser prüfen kann. Der Anlasser braucht 3 Bedingungen. Die 3 Bedingungen sind, wir brauchen einmal die Masse, also es muss eine gute Masse vorhanden sein zwischen Anlasser, dem Motorblock und der Karosserie. Also das heißt, der Anlasser braucht einen guten Kontakt zum Getriebegehäuse oder Motorblock, je nachdem, wo er verschraubt ist. Und der Motor und das Getriebe haben ja nochmal ein zusätzliches Masseband zur Karosse. Die solltet ihr ordentlich prüfen, damit ihr sicher gehen könnt, dass er gut funktioniert, falls ihr mal Probleme mit dem Anlasser habt. An sich braucht der Anlasser eine gute Klemme 30, ein stabiles Kabel und meistens ein sehr großes, dickes Kabel. Schaut euch die Anschlüsse an, ob da nicht irgendwas verbrannt ist oder irgendwas locker ist. Falls der Pluspol von dem Anlasser verbrannt ist, achtet besonders darauf, ob die Kontakte gut sind und ob das Kabel keinen Übergangswiderstand hat. Falls ein Übergangswiderstand vorhanden ist, werdet ihr das merken an der Temperatur und es wird euch der Kontaktschalter schmelzen. Zur Klemme 50. Ab und zu gibt es die Probleme mit der Klemme 50, also dieses Startsignal, dass das nicht vorhanden ist. Ihr könnt es folgendermaßen überbrücken. Ihr geht hin, passt natürlich auf, dass ihr nirgendwo dagegen kommt. Ihr nehmt einen Schraubenzieher und überbrückt, während der Anlasser eingebaut, das so. Wenn der Anlasser ausrückt, dann wisst ihr, dass ihr auf jeden Fall kein Klemme 50 habt, falls ihr ein Klemme 30 vorhanden habt. Ich rede immer von Klemmen, weil es bei uns als Fachleuten Standard ist. Also das ist so eine Umgangssprache für euch, aber bei uns ist es gang und gäbe. So, und wenn ihr keine Klemme 50 habt, normalerweise kommt früher die Klemme 50 aus dem Zündstartschalter. Doch heutzutage ist es gar nicht mehr so einfach. Es kommt nicht einfach aus dem Zündstartschalter, also diesem Elektrosatz, sondern es kann sein, es kommt von einem Relais, das vom Steuergerät angesteuert wird. Es kann sein, es ist ein separates Steuergerät, das den Anlasser ansteuert. Also es gibt ganz wilde Sachen. Und nicht zu vergessen, es gibt sogar Fahrzeuge, bei Mercedes habe ich das schon ein paar Mal gesehen, wo dieses Pluskabel separat abgesichert ist. Also ihr habt in diesem dicken Kabel, wo dann zur Batterie läuft, noch eine Sicherung im Kabelsatz drin. Haben wir auch schon mal gehabt, dass die Sicherungen mal morsch waren oder kaputt waren. Was natürlich auch nicht ganz vergessen werden sollte, wäre das Ritzel. Schaut euch bitte das Ritzel genauer an. Wenn ihr ein Problem habt, dass der Anlasser sich komisch anhört oder nicht richtig einspurt, schaut euch bitte mal die Zähne an und nicht, dass das Gegenritzel, also das Schwungrad, beschädigt ist. Als nächstes öffnen wir den Kohlenbürstenhalter. Da zeige ich euch mal, wie das da so drinnen aussieht. Und so sieht das Ganze aus. Wie ihr seht, ist das ein kapitaler Totalschaden. Was ist da genau passiert? Wie ihr seht, hat es die Kohlen komplett zermahlen. Hier sind die Minuskohlen.
Dieser Kohlenbürstenhalter nennt man den, weil die Kohlen, also das sind die Pluskohlen, das sind die Minuskohlen, den hat es komplett zerlegt in Einzelteile aus irgendeinem Grund, also irgendwas ist hier vorgefallen. Man sieht auch die Federn nicht mehr, denn die 2 Federn sind wahrscheinlich irgendwo hier unten drin. Und es funktioniert folgendermaßen. Ihr habt, wie ihr seht, über diese Plusleitung habt ihr hier Plus und über das Gehäuse habt ihr Masse. Man kann diesen Kohlenbürstenhalter auch einzeln zerlegen normal. Das machen wir jetzt noch schnell. Den kann man rausnehmen und im Regelfall ersetzen. Dann quasi kann man den Anlasser in Stand setzen. Ja, der geht jetzt heute nicht so gut raus. So, jetzt. So sieht es aus. Das ist das Gegenstück. Da ist auch ein Messinglager. Ich lege das mal zur Seite. So sieht das aus. Seht ihr die Verbindungsplatte für die Pluskohlen. So, und da drin seht ihr den Anker. Und ihr seht, da wird abwechselnd Plus und Minus auf den Anker draufgegeben und dadurch dann der Motor zum Drehen gebracht. Ich nehme den mal raus. So sieht er aus. So. Wie ihr seht, sieht man unten die Federn rumliegen. Das ist auch das, was ich prophezeit habe. Wir machen das Ganze mal auf. Ziehen den auseinander. Hier sind noch 2 Stück übrig. Und der Anlasser hat hier ein Getriebe, ein Planetengetriebe. Warum macht man das? Ein Planetengetriebe erzeugt ein Übersetzungsverhältnis. Die alten Anlasser hatten einen sehr großen Anker und haben dann mit einer Drehzahl von ca. 200 bis 300 Umdrehungen den Motor gestartet. Bei diesem Anlasser ist es so, er ist viel kompakter, viel kleiner und hat genauso viel Kraft. Ihr seht das Sonnenrad, die Planetenräder und es funktioniert folgendermaßen. Ich stecke das mal so zusammen und dann seht ihr, wie das Ganze arbeitet. Man sieht, wie sich das Ritzel bewegt. So sieht das Ganze aus. So. Und den Anker kann man auch prüfen. Es gibt manchmal den Fall, wo der Kollektor, also diese Kollektorplatten, einen Riss haben oder manchmal abstehen. Manchmal sieht man auch, dass die gar keine Verbindung haben und die sollte man auch gründlich reinigen. Normalerweise dreht man da so ein kleines Müh ab an der Drehbank, damit es wieder sauber ist, macht einen neuen Kohlenbürstenhalter rein, neue Federn, neue Kohlen und lagert den Anlasser hier hinten noch einmal. Also man drückt eine neue Messingbuchse rein, genauso wie hier. Hier vorne ist auch nochmal eine und dann funktioniert das Ganze wieder. Manchmal ist es aber auch so vom Hersteller vorgesehen, dass man das eben nicht mehr machen kann. Das sind dann solche Kompaktanlasser, wo man dann einfach einen neuen Anlasser kaufen muss, weil es eben halt nicht mehr möglich ist. Jetzt erzähle ich euch mal was zu diesem Magnetschalter. Den machen wir jetzt auch noch raus. So, schaut euch das mal an. Der Magnetschalter zieht das Gegenstück an über die Magnetkraft. Hier ist noch so ein... und macht Folgendes. Hoppa. So sieht das ganze Gehäuse aus. So, hier habt ihr das ist eine Gabel, das ist das Gegenstück. Hier kann man noch das einzeln auch zerlegen. Und die Funktion ist folgendermaßen. Das ist der Freilauf. Und zwar, für was braucht man den Freilauf? Ihr seht, in die eine Seite rückt es aus. Und hier, es lässt sich in eine Richtung drehen und in die andere sperrt es. Was hat das für einen Sinn? Der Freilauf macht Folgendes. Wenn ihr das Fahrzeug startet und ihr bleibt tatsächlich mal länger auf dem Anlasser und der Anlasser
bleibt eingerückt und der Motor startet, dann wird der Anlasser mitgerissen und dreht eine ganz hohe Umdrehung mit. Denn der Anlasser macht ja 200-300 Umdrehungen und der Motor, sage ich mal, irgendwas mit 1000. So, dann würdet ihr den Anlasser zerstören, mechanisch. Und deswegen gibt es einen sogenannten Freilauf und den kann man dann hier prüfen. Deswegen schaut man, ob der auch funktioniert und ob die Zähne noch ganz sind. Hier schon die Hälfte auseinandergeflogen, das ist halt so. Schalten Valeo-Anlasser. Und mit dieser Gabel macht ihr Folgendes. Hier ist ja der Magnetschalter, der hängt hier dran und der macht Folgendes. Beim Anziehen drückt er den Anlasser nach vorne. Diese Bewegung macht er dann. So, jetzt ist der Anlasser durch die Rückholfeder wieder zurück in der Ausgangsposition, und wenn ihr den Anlasser betätigt, rückt er aus und es macht Folgendes. Der Magnetschalter schaltet ja auch den Strom frei. Das heißt, ihr habt einmal ein Stromanliegen oder eine Spannung und sobald der Magnetschalter ganz drin ist, kontaktiert er die beiden Kontakte, wo ihr dann Spannung drauf habt und der Anlasser anfängt sich zu drehen. Also der Magnetschalter kontaktiert den Kohlenbürstenhalter und die Pluskohlen und unter anderem macht er den mechanischen Aspekt und rückt dann das Ritzeln mit dem Freilauf aus und dann fängt der Anlasser an zu drehen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und zu sehen, wie so ein Anlasser von innen aussieht und was es da so für Fehlerbilder gibt. Und es war ein relativ komplexes Thema. Ich hoffe, ihr seid soweit mitgekommen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder irgendwelche Unklarheiten habt, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare stellen. Ansonsten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.